Nice try. Sehr geehrte Frau Bundesministerin Gewessler, liebe Angie Rattay, liebe Aktivistinnen und Aktivisten, meine Damen und Herren, willkommen bei den Erdgesprächen, bei den diesjährigen Erdgesprächen. Aber vorweg möchte ich eine kurze Bemerkung machen. Sie können sich schon vorstellen, warum. Während wir hier als freie Menschen uns versammelt haben, um gemeinsam über Wege und Möglichkeiten zur Rettung unserer Lebensgrundlagen nachzudenken und darüber zu sprechen, kämpfen nur wenige 100 Kilometer von hier Menschen um das nackte Überleben. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, es ist trivial, aber ich sage es trotzdem, ist auf das Schärfste zu verurteilen. Und einmal mehr fordere ich den Aggressor auf, den Krieg, den er begonnen hat, zu beenden. Umso mehr, als wir mit der Klimakrise vor einer Herausforderung stehen, die wir als Menschen nur gemeinsam bewältigen können. Ein Krieg entscheidet sich für das Trennende. Aber im 21. Jahrhundert, das heißt jetzt, brauchen wir genau das Gegenteil. Kooperation, nationale, transnationale Zusammenarbeit, um die Emission von Treibhausgasen zu verringern und uns vor einer irreversiblen und unkontrollierbaren Dynamik der Klimaveränderung zu schützen. Meine Damen und Herren, Sie alle wissen das. Sie haben es in der einen oder anderen Form schon öfter gehört, mit mehr oder weniger Nachdruck. Und Preaching to the Converted zählt jetzt nicht zu meinen großen Leidenschaften. Also wir alle, davon gehe ich aus, versuchen ja jeden Tag aufs Neue bei uns selber anzufangen und das zu tun, was in unserem Wirkungsbereich zu tun ist. Und manchmal ist es schwer, ich sage es wie es ist, sich nicht dem Fatalismus zu ergeben, nicht zu sagen, es ist eh schon zu spät. Nein, trotz aller Krisen, trotz der Kriege, trotz der Pandemie bleibt dennoch unser gemeinsames Ziel, unsere gemeinsamen Lebensgrundlagen zu erhalten. Manchmal höre ich, es geht darum, die Erde zu retten. Finde ich nicht. Der Erde ist es völlig wurscht, ob wir sie retten oder nicht. Die Erde braucht uns, die Menschen, nicht. Wir brauchen sie. Es geht darum, uns selber zu retten oder genauer für die kommenden Generationen einen lebenswerten Planeten zu erhalten, zu hinterlassen. Und dafür müssen wir eine Transformation schaffen, eine Transformation unserer Art zu leben, eine Transformation unserer Art, die Welt zu sehen. Und zu dieser Transformation gehört, auf einer möglichst breiten Ebene zu verstehen, dass wir alle und alles, was wir tun, miteinander verbunden ist, dass wir einander bedingen und dass selbst die kleinste Kleinigkeit, die wir tun oder lassen, einen Unterschied macht. Meine Damen und Herren, ich hatte die Gelegenheit, ich hatte das Vergnügen, das Privileg, mich im Vorfeld mit Juma Shipaya auszutauschen, zu unterhalten. Und für die, die sie noch nicht so gut kennen, Juma ist Anführerin des indigenen Volkes der Shipaya, das wurde schon erwähnt, im brasilianischen Amazonasgebiet und übrigens die erste Anführerin, erste Frau in dieser Funktion. In der Hofburg haben wir ein Foto gemacht mit Juma Shipaya im Vorfeld, also unter dem Bild der Maria Theresia. Sie alle kennen diesen Raum aus zahlreichen Gelegenheiten. Ich habe Juma erklärt, das ist unsere Kaiserin, so haben wir sie jedenfalls genannt, die 40 Jahre lang Österreich regiert hat
allerdings im 18. Jahrhundert. Also sie war die erste und letzte dieser Art, wenn man die Übergangskanzlerin, wenn man so diesen Ausdruck verwenden will, ich verwende ihn eigentlich nicht, aber wenn man Bundeskanzlerin vom Juni 2019, also Sie wissen schon, was ich meine, Frau Brigitte Bierlein, wenn man die vernachlässigt. Also Juma setzt sich nicht nur in Worten, sondern auch mit Taten für ihre Überzeugungen ein. Und als sie etwa im Jahr 2017 ein Korruptionssystem im Zusammenhang mit dem Bau eines Mega-Staudamms Belo Monte aufgedeckt hat, hat sie zahlreiche Morddrohungen erhalten und wurde Opfer von Anschlägen, sodass sie mit ihrer Tochter fliehen musste. Und gerade jetzt, am vergangenen Osterwochenende, eskalierte die Situation wieder, diesmal im Zusammenhang mit Goldminen in der Region bzw. illegalen Goldgräbern. Jumas Dorf wurde angegriffen und ihre Eltern bedroht. Und für einige Zeit war nicht klar, wie es weitergeht, ob ihre Eltern noch leben und ob sie überhaupt nach Europa reisen kann. Und ich bin sehr froh, dass es schlussendlich doch noch geklappt hat. Juma Shipaya setzt sich für die Autonomie der indigenen Völker ein, für die Gleichstellung der Geschlechter, den Schutz des Regenwaldes, wir wissen, welche Bedeutung der wiederum für das Weltklima hat, und den Kampf gegen die Korruption. Und wenn man ihr zuhört, und wir alle werden heute die Gelegenheit haben, wird einmal mehr klar, wie diese Dinge miteinander zusammenhängen und einander bedingen. Und wenn ich vorher gesagt habe, dass es manchmal schwerfällt, nicht dem Fatalismus zu verfallen, dann sind es Menschen wie Juma Shipaya oder Greta Thunberg und viele andere, die Hoffnung geben. Hoffnung, dass wir einen guten Weg finden, das zu bewahren, was uns so wichtig ist. Meine Damen und Herren, ich komme zum allerwichtigsten Schlusssatz, nämlich ich erkläre hiermit die Erdgespräche für eröffnet und wünsche mir, dass diesen Gesprächen auch reichlich Taten folgen werden. Vielen Dank.